Royal Knights vs. Gallantmon, das große Finale. Jetzt geht's los, es geht um die Pokale. Hello, Saiyajin-Freunde und Digi-Ritter. Wir haben jetzt das große Finale Royal Knights gegen Gallantmon in der Meta 2.5 von Digimon. Wir gucken die direkt rein. Wer wird wohl der Gewinner? Royal Knights fängt an, erster Zug und startet mit einem Dynasmon. Der Ganze deckt 4 Karten auf und kann sich 2 Royal Knights nehmen, also auf jeden Fall ein sehr guter Searcher. Und da wird einmal Omni-X gepickt und kurz überlegt und direkt das Omnimon noch dazu. Der Rest geht einmal in den Trash Pass auf 5. Gallantmon hat jetzt auf jeden Fall einige Memories. Digitiert erstmal hinten auf den Guilmon. Spielt ein Training aus, nimmt das Wargrowlmon auf die Hand und digitiert einmal auf das Guilmon X, kostet nichts und für 3 immerhin der Takato, also Setup für Gallantmon. Royal Knights Start am Zug gehen die immer unter das Digi-Egg. Jetzt haben wir da schon insgesamt 1, 2, 3 Sourcen mit drunter, also kann um ganze 4 plus 5, 6, 7 insgesamt reduzieren für den nächsten Boy, der ausgespielt wird. Next kommt einmal Alphamon, kann on-play ein recovern und passt damit wieder zurück auf 4. Gallantmon kommt raus, benutzt einmal den Training, digitiert damit umsonst auf den Growlmon. Growlmon kann einmal ein Takato ausspielen und digitiert weiter in das Growlmon X, kann eine ziehen und eine trashen und hat damit den Effekt, dass, wenn er zerstört wird, er wieder ein Guilmon ausspielen kann. Man muss eine trashen, meistens tut das ja doch leider weh. Die Karten möchte man gerne auf der Hand behalten. Dann wird natürlich immer überlegt, Royal Knights hat natürlich viele Ace-Möglichkeiten. Das heißt, man muss auf jeden Fall auch immer gut überlegen, ob man angreifen will oder nicht. Für 3 wird einmal weiter digitiert zu Wargrowlmon. Könnte direkt in ein Gallantmon digitieren, weil er nichts zerstören kann. Und digitiert einmal direkt auf das Gallantmon X Antibody. Könnte damit was deleten und damit geht auch Alphamon in den Trash. Gallantmon kann 10.000 DP deleten, plus meistens noch Inherits Infects und damit geht's einmal in die erste Sec und trifft einen Coolboy. Das ist natürlich sad. Tamer möchte man nicht unbedingt hitten. Gallantmon hat auf jeden Fall auch einigen DP-Push, allein schon durchs Digitieren kriegt er auch nochmal plus 4000 auf das Gallant X. Für 3 gibt es nochmal einen Guilmon Searcher. 4 kann man aufdecken, Takato und Growlmon geht einmal auf die Hand. Da wird nochmal in Guilmon X digitiert, zieht eine, kann nochmal searchen. Gallant X Antibody geht nochmal auf die Hand. Da wird schon direkt der nächste Stack vorbereitet. Ein Training für 2 für Turn Pass. 2 Karten werden aufgedeckt, eine rote kann man nehmen. Hier einmal Guilmon X Antibody. Royal Knights ist wieder am Zug. Digi-Egg wird wieder drunter gestackt. Kann jetzt schon um ganze 8 reduzieren. Royal Knights, eine große Toolbox mit vielen Möglichkeiten. Man kann selbst die Option Karten reduzieren,
Jetzt liegt auch noch Cool Boy da. Das heißt, wenn man Royal Knight spielt, kann man den tabben für eine Mem und einen Draw. Dann wird erstmal die Optionskarte gespielt. The Last Guardian. Auch hier werden 3 Karten aufgedeckt. Man kann einen Cool Boy nehmen und einen Royal Knights. Und da wird anscheinend das Omekamon genommen. Omekamon kann man in dem Fall nehmen, weil es X-Antibody ist und man auch ein X-Antibody nehmen darf. Das ist eigentlich schon krass. Also Royal Knights hat mittlerweile viele Search-Möglichkeiten und gefühlt kann man sich wirklich immer genau das picken, was man braucht. Dann wird einmal Magnamon für 7 gespielt und das ist besonders hier Starterdeck Magnamon. Durch Cool Boy gibt es nochmal einen Draw und eine Memory. Dann wird ein Effekt genutzt, nämlich Medieval Gallantmon wird ausgespielt. Dafür werden 2 Digimon suspended und man kann Medieval dadurch für 7 ausspielen. Dann triggert der Effekt, er kann etwas deleten mit 8000 und für jeden suspendedes Digimon kommen nochmal 3000 dazu. Damit sind wir bei 11, 14, 17.000. Medieval Gallantmon hat noch Vortex und kann ein Digimon Ende von Turn angreifen. Damit ist das ganze Board von Gallantmon deleted. Fact nebenbei, Medieval Gallantmon ist übrigens kein Royal Knights. Das heißt, er bleibt sogar auf dem Feld liegen, könnte attacken, kann natürlich auch immer seinen Effekt nutzen, wenn ein Digimon gespielt wird. Also in dem Fall wirklich ein gefährlicher Boy. Gallantmon digitiert erstmal in der Digi-Egg-Zone nach oben. Muss er auf jeden Fall. Er muss jetzt halt wieder seinen nächsten Gallantmon X auf jeden Fall rauskriegen für den nächsten Turn, um was machen zu können. Würde Gallantmon jetzt etwas On-Play spielen, kann Medieval wieder seinen Effekt zünden. Deswegen wird das nichts bringen. Für 3 deswegen erstmal ein Takato Tamer. Da sind jetzt auf jeden Fall einige zusammen. Und es wird ein Scramble gespielt. Einfach für Turn Pass auf 2 ohne Effekt. Royal Knights Magnamon geht wieder nach unten. Wie gesagt, Medieval bleibt auf dem Feld, weil es eben kein Royal Knight ist. Sonst müsste er auch nach unten gehen. Gallantmon selber natürlich auch ein Royal Knight. Muss hier gegen sich selbst quasi antreten. Omekamon erstmal aufs Feld. Der neue auch noch dazu. On-Play für 5. On-Deletion geht er eben selbst unter das Digi-Egg als Source. Und als Inherit-Effekt kann man eben das Digi-Egg suspenden, um ihn sogar wieder auszuspielen. Also eine crazy Falle. Gallantmon will den Scramble einsetzen, spielt Guilmon aus und legt einen Volgromon oben aufs Deck. Also jetzt ist der Turn. Medieval nutzt noch nicht seinen Effekt. Das ist auf jeden Fall interessant. Doch, Medieval nutzt den Effekt On-Play, weil ein Digimon gespielt wird, wird das Digimon zerstört. Gallantmon kommt raus und durch Takato gibt es noch eine Mem. Durch das Training einmal nur für 1 in das Volgromon. Könnte jetzt entsprechend, weil er nichts deleten kann, 3000er, weiter ins Gallantmon digitieren und deletet dann einmal durch das Gallantmon nochmal das Omekamon. In dem Fall geht es aber als Source drunter, das ist eigentlich schon sad. Für Gallantmon hilft ihm sogar noch ein bisschen, ist es möglich, Omekamon wieder auszuspielen. Wird natürlich meistens erst genutzt, wenn man eine oder weniger Security hat, damit man auch den On-Play-Effekt nutzen kann. Let's go, um direkt in Gallantmon X zu gehen. Deswegen wird erstmal in Gallant X gegangen. Für 2 kann dadurch Medieval deleten. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und greift damit einmal an. Ein Draw, Inherit, ein Dynasmon. Da ist unser Gallant X stärker.
Royal Knights nutzt jetzt den Effekt, weil eine Security gehittet wurde, das Omegamon wieder auszuspielen und hat wieder einen Blocker on board. Für 4 wird sogar hier schon Growlmon gespielt und für 3 gehen wir direkt in das nächste Wall-Growlmon. Ziehen eine Karte, nutzen den Effekt, um in ein Galant zu digitieren, können damit das Omegamon direkt wieder deleten, hat damit aber auch Turn Pass und gibt Royal Knights ziemlich viele Memory. Mal gucken, was er damit anstellen kann. Damit könnte er es natürlich auch schaffen, mehrere Royal Knights auszuspielen und das könnte schon game-entscheidend sein. Für quasi 1 Lord Nightmon wird gespielt, benutzt aber auch Coolboy, um die Mem wieder zu bekommen und einen Draw. Er kann aus dem Trash ein Level 4er oder lower spielen. Hat er in dem Fall nicht. Die sind gerade alle unter dem Eck, ne? Erstmal quasi für 6 Part of the Royal Knights. Dadurch kann man ein Royal Knight aus der Hand auch unters Eck legen und da die nächsten sammeln. Kriegt 3 wieder durch die Inherits vom Digi-Eck. Und da kommt der nächste Medieval Galantmon. Oh mein Gott. Suspended wieder 2 Digimon, um ihn für 7 auszuspielen. Wieder alle sind suspended. Das heißt, wir haben wieder 8 plus 3, 11, 14, 17. Und in dem Fall hat er hier die Protection über die DP, aber immerhin der andere Galantmon ist schon mal weg. Galantmon Turn. Immerhin bleibt zur Zeit, es ist noch ein Buddy auf dem Board. Und wieder hinten einen neuen Stack aufzubauen. Anscheinend ist kein Rookie da für hinten. Das ist natürlich auch schon mal schlecht. Das heißt, man kann erstmal nur vorne arbeiten. Und da wird überlegt, der Crimson Mode digitiert für 5. Deletet das Digimon. Medieval ist wieder weg. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und jetzt wird nochmal gezählt, when attacking, wie viele Karten im Trash sind. Entsprechend werden eben auch die Security-Karten getrashed. Beide Securities werden übrigens getrashed. Jetzt kommt der Attack. 2 Karten werden getrashed, deswegen geht die Optionskarte auch nicht in die Battle Area. Man könnte noch acen, deswegen wird ja auch erstmal kurz überlegt, ist das der richtige Moment oder nicht? Oder man kann natürlich auch den Gegner ein bisschen Angst machen und einfach generell warten. In dem Fall wird nicht geaced, sondern der Opponent's Turn Effekt von Lord Nightmon genutzt und das Target vom Attack auf ihn selbst gelenkt. Er kann auf den Royal Knight lenken und ja, in dem Fall ist das Lord Nightmon selbst und stirbt. Dafür wird aber auch keine Security gecheckt, also man ist etwas sicherer und durch Coolboy kann man aus der Hand den nächsten Omegamon spielen. Let's go! Also, ihr seht schon, Royal Knights hat hier durch 2.5 auf jeden Fall wichtige Karten dazu bekommen. Galantmon muss auf jeden Fall Gas geben. Hinten kein Rookie. Ist schon schwierig, falls Galantmon Crimson Mode wieder deleted wird. Vor allem ist es jetzt selbst ein Ace, das heißt Overflow würde auch wieder kommen. Da geht sogar ein Gilmon, der Rush Gilmon on Play. Für 2 digitiert auf Growlmon. Ob das der richtige Play war, wenn wieder alles deleted wird, kann ihr wieder den Effekt nutzen, noch eine zu ziehen und eine zu trashen für den Effekt, dass man on Deletion was ausspielen kann. Jetzt ist der Rookie da, auch hinten. Und wir sehen schon, Galantmon kommt, glaube ich, so langsam an seine
Deckkartengrenzen. Also es könnte sogar sein, dass Galantmon Deckout geht. Wir gucken mal. Rush Guilmon, deswegen kann der Grollmon hier auch angreifen. Wieder der Effekt zünden. Yggdrasil wird gerestet, um ein Omekamon auszuspielen. Omekamon on Play. Wenn man ein oder weniger Security hat, kann man direkt in ein Galantmon X gehen. Und das ist natürlich genau der Moment, wo Royal Knights drauf wartet. Er kann dann nämlich quasi alle Digimon oder 2 Digimon auswählen, die auf dem Feld bleiben. Alle anderen werden deleted. Und entsprechend kann er dann ein anderes Digimon noch vom Gegner unters Deck schicken. Er kann sich selbst protecten, also Omnimon bleibt, kriegt Overflow Memory und jetzt hat Galantmon auf jeden Fall ein Problem. Omni X liegt immer noch da, geht jetzt einmal auch nach unten. Könnte man theoretisch sogar durch die Option verhindern, wenn man ihn denn da behalten möchte. Jetzt wird aber die Option genutzt, um ihn aus den Sourcen wieder auszuspielen. Dadurch kriegt er sogar auch Rush, aber keine On-Play-Effekte. In dem Fall, Galantmon hat eh nichts auf dem Feld. Es wird die zweite Option genutzt, um jemanden auszuspielen, Dynasmon. Auch hier das Wichtige ist, es gibt halt kein On-Play, aber jetzt wird Omnimon gespielt, um quasi alles zu trashen. Die anderen Royal Knights werden rausgeholt und da zünden die On-Play-Effekte. Haben Rush und da geht das durch wie Butter. Oh, Royal Knights hat das erste Game gewonnen. Wir sind im zweiten Game. Es steht 1-0 für die Royal Knights bisher. Galantmon startet. Erstmal am Searchen. Kein Rookie für hinten. Das tut jedem Spieler weh, wenn man unten keinen Rookie hat. Royal Knights fängt natürlich an. Packt die Sourcen drunter. Auch hier Dynasmon für den ersten Turn. Sehr gut. Man kann 4 Karten revealen. 2 Royal Knights auf die Hand nehmen. Richtig, richtig guter Search. Rest geht in den Trash. Da kommt schon der nächste Memory Boost, um wieder zu searchen. Und da ist endlich der Rookie. Man kann aber auch nur ihn nehmen. Und leider zum Beispiel kein Takato dabei. Aber hey, es sind Memories, die man vielleicht später noch braucht. Und als nächstes wird Magnamon gespielt. In dem Fall sozusagen für umsonst durch das Reduzieren. Und zuerst einmal für 6 die Option-Karte. Man kann eine ziehen und ein Royal Knights auch wieder nach unten in den Stack packen. Und da geht ein Magnamon noch nach unten, kriegt die Mem wieder von den Sourcen. Und Galantmon ist auf 3, da ist endlich der Rookie. Jetzt muss man erstmal Stack aufbauen. Da wird nochmal gesearched. Und ein Wargrowlmon müsste es gewesen sein. Digitiert für 2. Und Pass auf 1 für Royal Knights. Sourcen gehen wieder nach unten. Alle Royal Knights müssen unter Yggdrasil. Start of Turn. Die bleiben nicht liegen. Aber am Ende ist es ja auch das, was Yggdrasil will. Und vor allem später Omnimon, um alle rauszuholen aus den Sourcen. Dynasmon für umsonst. So schnell geht's. Wieder 2 Royal Knights, die man searchen kann, die auf die Hand kommen. Der Rest geht in den Trash. Das Schöne ist, die Option-Karte ist jetzt auch Royal Knight Trade. Das heißt, auch die kann gesearched werden. Und hier werden sogar beide Option anscheinend genutzt. Und da kommt auch direkt die nächste ins Battlefield. Auch hier 3 werden aufgedeckt und man kann einen Royal Knights nehmen oder zum Beispiel ein X-Antibody oder Coolboy. Es steht einem hier alles offen. Durch Inherit Yggdrasil kriegt man die Mem wieder zurück. Und das ist ein klassischer Turn Pass mit Omekamon.
Und man muss immer auf Ace-Fallen bei Royal Knights gefasst sein. Dafür liegen die Boys da. Scramble für 2. Man kann um 3 reduziert digitieren, also hier sozusagen umsonst. Zahlt nur die 2 für den Scramble und kann dadurch theoretisch den Omicamon zerstören. Das ist jetzt auch passiert. Geht als Source nach unten. Volgrow X. Und hat hier entsprechend auch nochmal die Protection. Dafür sind jetzt immerhin die Mem-Boosts gut. 2 Memories zurück, geht wieder auf 4. Und digitiert jetzt direkt in Gallant X. Kann dadurch was schießen. 10.000 plus die Inherits kriegt 4.000. DP selbst noch dazu. Dadurch, dass was zerstört wird, kriegt man eine Mem. Und jetzt kommt der erste Swing. When attacking, ein Draw. Und da ist Omni X mit 16. Hat sogar 2 Checks durch den Inherit. Und als zweiter Check der Cool Boy. Let's go. Ein Traum für die Royal Knights Spieler. Und die Royal Knights Yggdrasil überlegt noch über den Effekt nach und Omicamon wieder auszuspielen. Und das wird jetzt auch gemacht. Hat immerhin auch hier wieder einen Blocker on board. Selbst wenn er zerstört wird, geht er halt einfach wieder nach unten. Und jetzt kommt erstmal wieder ein Takato. Und ein Gallant X auf dem Feld. Hat Protection, ist geschützt. Insgesamt müsste Royal Knights jetzt schon um 10 reduzieren können. Jede Menge, um auch schon die größeren Buddies jetzt endlich auszuspielen. Gallantmon muss hier zum Teil gegen sich selbst antreten. Das ist natürlich auch hart. Alphamon Uryukenace On-Play, ein gegnerisches Digimon kriegt minus 15.000 bis zum Ende des gegnerischen Zuges. Das heißt, Gallantmon hat das auch jetzt in seinem Zug gleich. Aber All-Turns-Effekt auch noch mit dabei. Wenn eine Security quasi removed wird, dann gaint er 3 Memory. So, und jetzt haben wir nämlich den Effekt. Gallantmon ist dran, hat keinen DP-Push mehr, hat dadurch minus 15.000 und stirbt. Und nutzt den Scramble, um hier Gallantmon X wieder nach oben zu packen, um die Karte entsprechend zu ziehen. Für Turn. Beziehungsweise kommt erst der Guilmon Surge, aber dadurch, dass natürlich Gallant X da liegt, Takato kann auch genommen werden, ist das schon mal safe, den natürlich zu haben. Dann ist jetzt der Draw für den Turn da. Takato gibt eine Mem. Einmal für 0 auf den Growlmon. So, eigentlich wurde der Training benutzt. Mal gucken. Eigentlich war das Ganze umsonst und nicht für 2. Hinten wird erstmal der Rush Guilmon digitiert. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, einen zweiten Stack aufzubauen, weil sonst fehlt er auf jeden Fall. Jetzt Memory Boost, dafür gibt es die 2 Memory. Aber theoretisch wäre Gallantmon sogar auf 4 jetzt. Der Guilmon, oder was jetzt auch digitiert wird, kann nicht angreifen, da er quasi als Start of Turn gespielt wurde und keinen Rush hat, für 3 hinten, um einen Stack aufzubauen, weil draußen ist es auf jeden Fall gefährlich, haben wir schon gesehen. Gallantmon wird doch relativ easy deleted. Auf jeden Fall sind die Möglichkeiten da. Jetzt wird erstmal ein Check gemacht, da passiert gar nichts. Team Mems gibt es leider nicht. Geht nur in den Trash. Geht noch nicht mal auf die Hand. Und jetzt wird schon gezählt. Da kommt der Omnimon. Let's go. Für 3.
Und die ganzen Royal Knights kommen aufs Feld. Immer nur einer pro Name. Deswegen geht der eine Magnamon in den Trash. Die On-Plays können alle genutzt werden. Also minus 15.000. Der Search kommt auch nochmal 2. Royal Knights gehen auf die Hand. Nächster Check. Und auch hier geht alles durch wie Butter. Und das ist das Game für die Royal Knights. Royal Knights hat's geschafft. 2-0 im großen Finale. Die Royal Knights haben gewonnen. Werden sie auch die Nummer 1 in der Meta bekommen? Royal Knights hat am Ende gesiegt. Was sagt ihr dazu? Ist es für euch auch das beste Deck der Meta? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, welches Deck spielt ihr jetzt. Außerdem guckt doch in dieses andere Video rein. Eure Saya Jazz.